Das Tauchbecken ist jetzt brand da. Da brauchen wir jetzt noch reinhupfen. Ja, am Anfang haben wir gedacht, ich könnte da vielleicht einen Keller bauen. Aber dann ist mir eingefallen, dass das Wasser recht hoch wird. Und ich glaube, ich habe recht gehabt. Heute gibt es wieder mal ein kleines Update. Nach langem. Wir fangen mal da an. Also da ist jetzt der Gasspeicher ist jetzt weg. Den haben wir mit dem Harvester rausgehabt. Die Bäume sind auch weg. Nach langem Hin und Her mit die Carabinieri Forestali, dann mit den Techniker und alle möglichen Geschichten. Ja, war ein bisschen komisch. Auf einmal habe ich ein neues Haus gehabt. Wieso habe ich es nicht gekauft? Ja, und man überlegt dann schon ein bisschen. Da war es schon die richtige Entscheidung, alle fällen zu lassen. Oder halt einmal die 10 Meter. Aber es ist auf alle Fälle jetzt sicherer fürs Haus. Jetzt brauche ich meinen Schutzwall nicht mehr. Obwohl auf der linken Seite, das sind schon 25 Meter weit weg vom Haus. Also die Bäume selber werden so um die 30 Meter hoch sein. Jetzt trifft mein Haus noch, aber halt auf alle Fälle nicht mehr so wild. Dann habe ich da ein paar Stempen rein, ein paar Pfähle, um einen neuen Garten zu planen. Ja, war allein eine riesen Arbeit, das auszumessen. Wir haben es quasi so gemacht mit der Schnur. 25 Meter ausgemessen. Oder 20. Ja, erst waren es 25. Da habe ich gemerkt, dass es bis ans Ende vom Wald 25 Meter sind, dann ist es einfach gleich aufgerollt. Die Schnur. Und dann habe ich da geschaut, dass ich da in der Linie bin. Und dann haben wir da eine Linie aufgezogen. Ich und mein Bruder Herz, der mich besucht hat. Auf der linken und auf der rechten Seite. Und da habe ich schon einen Kaki gesetzt. Da habe ich dann einen ganzen Plan gemacht, wo ich was hinsetzen will. Und da steht jetzt einmal als erstes der Kaki. Der Schnee hat ihn leider ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, die Blätteln. Aber jetzt schon überleben. Ja, der Kompromiss war, dass die Firma, die was mir da die Bäume gefällt hat, quasi die Torten von da kriegt. Und das andere Stückchen vom Wald, was wir auf der anderen Seite gefällt haben. Von der Straße in die Richtung. Ja, zuerst ist die Gemeinde gekommen und hat meine Bäume gefällt, ohne nachzufragen. Und danach ist irgendeine Firma gekommen und hat meine Bäume gefällt, ohne irgendwas zu sagen.
Und dann habe ich halt das Beste draus gemacht. Ich hätte den ganzen Zirkus gar nicht machen müssen. Mit den Förster, die Carabinieri Forestali und so weiter. Mit E-Mail und Techniker und was weiß ich was. Aber naja, auf alle Fälle weiß jetzt, wie das System funktioniert. Und da steht jetzt der Gastank. Ich denke, der steht da nicht schlecht, weil da kann ich nicht mit Wasser vollfüllen. Weil die andere Firma, die interessiert sich anscheinend auch nicht recht für den Gastank. Das sind meine Äpfel. Wachsen auch schön. Das ist mein neues Haus. Und mein Schutzwall. Ja, die Aussicht ist schon super. Aber es geht natürlich auch ein bisschen mehr der Wind. Aber wenn dann nochmal alle Bäume stehen, dann schaut das bestimmt wieder cool aus. Also eben da rechts. Unten habe ich einen Birnenbaumsetzling gewählt. Der ist dann 15 Meter hoch. Und trifft dann das Haus nicht von 20 Meter Entfernung. Und dann Kirschen, Mirabellen, Kirschpflaumen, alles Mögliche will ich da jetzt setzen. Dann ja, der Schnee hat ein paar Reste gerissen. Ja, hinterm Haus ist auch ein Baum gefallen, wegen Wind. Da ist dann die Kirschpflaume. Habe ich da gesetzt. Und da unten ist die Pflaume, wo das gelbe Etikett sieht. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich vorbereitet bin auf den Klimawandel. Den Kanal haben sie auch geputzt schön. Aber jetzt rinnt das Wasser nicht durch das Rohr. Und gestern war es so hoch, dass es quasi da bei der Straße wieder raus ist. Aber ja, kannst du nicht genau sagen. Aber es war schon ziemlich hoch gestanden da.
Ja, wenn sich da halt nichts ändert, dann war die ganze Arbeit wohl umsonst. Ja, gestern war das Wasser bis daher gestanden. Da wo es so läuft. Ja, das ist schon ein bisschen eingesickert. Da im Wald merkt man richtig, dass es jetzt heller geworden ist. Und dass auch weiter hinten quasi die Pflanzen anfangen zu wachsen. Was auch extrem wichtig ist, damit die Wildschweine da nicht jetzt mal so tiefe Gräben machen, weil man sieht da an die Wurzeln schon. Dass die alleweil freier wären durch den ganzen Regen und durch die Wildschweine. Deswegen ist ganz gut, dass da Licht reinkommt jetzt.